Hallo meine Lieben, ich mache ja jedes Jahr zur Weihnachtszeit, vom 1. bis zum 24. Dezember, mache ich eine kleine Weihnachtsserie. Und da habe ich immer ein bestimmtes Thema dazu. Im ersten Jahr waren es 24 Kartenideen, im zweiten und dritten Jahr waren es Geschenkideen. Letztes Jahr war es Verpackung. Und dieses Jahr kommt eben ein anderes Thema und ich habe eine kleine Überraschung, weil ich werde das Ganze nicht komplett alleine machen, sondern ich habe da jemand, der mir dabei hilft. Das will ich euch verraten. Dann habe ich eine kleine Verlosung auch schon und wir machen auch schon eine kleine ein kleines Beispielprojekt. Ihr seht, heute das Video voll gefüllt mit Neuigkeiten und Überraschungen. Von dem her, ich hoffe, ihr bleibt dran und mehr dazu sage ich euch gleich nach dem Intro. Dieses Jahr ist in der Weihnachtsserie so einiges speziell, wie ich im Intro gesagt habe, und dazu kommen wir jetzt mal. Und da erstmal die Frage, was ist denn überhaupt das Thema? Und da hatte ich 2019 gestartet mit Weihnachtskarten, 2020 hatte ich Geschenkideen 24, auch 2021 hatte ich nochmal 24 Geschenkideen und 2022 hatten wir dann das Ganze rund ums Thema Geschenkverpackungen. Und dieses Jahr wird es so sein, dass es um Geschenkgutscheine geht. Das kann sein, dass es die Verpackung für die Gutscheine ist. Das kann aber auch sein, dass es eine Idee für einen Gutschein ist. So diese beiden Varianten. Und von den Kategorien her, weil ich mache ja auf meinem Kanal durchaus viele verschiedene Sachen. Ich habe mich versucht so ein bisschen einzuschränken und zwar sind das 4 Kategorien. Einerseits Plotter. Das heißt, alles, was ihr mit dem Plotter machen könnt. Dann Laser. Alles, was ihr so mit einem Laser machen könnt. Natürlich eben immer in die Richtung Geschenkgutscheine. Dann Sublimation. Auch da gehen wir rein. Und die 4. Kategorie wird sein Papier. Das sind die 4 Kategorien, die ich dieses Jahr berücksichtigen werde. Kann natürlich auch sein, zum Beispiel, wenn ich Sublimation mache, dass da auch ein bisschen was mit Nähen dabei ist. Also es ist nicht strikt, es darf nur Sublimation sein, aber das sind so die 4 Hauptkategorien, die es dieses Jahr in der Serie geben wird. Jetzt hatte ich ja gesagt, da gibt es was Spezielles dieses Jahr. Und zwar habe ich mich dieses Jahr entschieden, oder es hat sich was ergeben, sagen wir es mal so, dass ich das Ganze nicht alleine mache, sondern mit jemandem zusammen. Und das ist, Trommelwirbel, die Mia von Stickherz. Es hat sich wirklich, also ich freue mich riesig darüber und auch darauf, mit ihren Dateien zu arbeiten, weil sie hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich mal Lust hätte, etwas mit ihren Dateien zu machen. Und das war tatsächlich gerade so in der Zeit, wo ich mich um die Vorbereitung meiner Weihnachtsserie gekümmert habe. Das startet ja bei mir jeweils schon im Oktober, Und da habe ich gedacht, das passt doch eigentlich super. Dann könnte ich meinen Weihnachtskalender oder meine Weihnachtsserie mit ihrem Adventskalender kombinieren. Das heißt, die Basis wird ihr Adventskalender sein und ich werde dann jeweils einfach ein Video dazu machen. Adventskalender, diejenigen, die Mia vom Stickherz schon länger kennen, die wissen, dass sie jedes Jahr einen Adventskalender macht mit Stickdateien. Und dieses Jahr ist es eben neu, dass sie auch einen Adventskalender macht mit Plot- und Laserdateien. Wir gucken uns das kurz an. Ich mache euch natürlich den Link wie immer unten im Video rein. Wenn ihr da gleich neben dem Titel vom Video auf mehr klickt, dann gehen die ganzen Informationen auf und da drin findet ihr auch den Link jeweils zu den Sachen, wo es bei mir im Video drum geht und in diesem Video eben der Link zu Mias Webseite. Und da findet ihr eben auch diesen Plot- und Laserkalender.
Ich finde vom Preis her wirklich, das ist ein Hammerpreis, weil ihr müsst bedenken, das sind dann 24 Dateien, ne, die ihr bekommt. Eben Laserdateien, Plotdateien, teilweise macht sie auch kolorierte Motive, die ihr dann auch für die Sublimation zum Beispiel verwenden könnt. Also nicht jedes, aber da wird es durchaus ein paar Dateien geben, die sie auch so aufbereiten wird. Jetzt, damit ihr das noch ein bisschen besser seht, für die, die Mia noch nicht kennen. So, ja, das ist zum Beispiel eine Laserdatei. Auch das hier, das ist eben Sublimation. Ich finde es super süß. Dann was zum Plotten. Und hier nochmal eine Laserdatei, eine andere Laserdatei. Das auch wieder geplottet, gelasert, geplottet. Genau. Also ihr seht, es ist wirklich, ich finde ihre Motive wirklich super, super süß. Und funktionierten wird es so, wenn ihr den Adventskalender kauft, den könnt ihr jetzt schon kaufen, würde ich euch auch empfehlen, weil es hat jetzt schon Vorfreude-Dateien drin, weil Mia nicht warten konnte, bis der Advent wirklich anfängt oder der Adventskalender anfängt, und sie hat jetzt schon ein paar Dateien zur Verfügung gestellt. Auf die habt ihr jetzt schon Zugriff, wenn ihr den Adventskalender kauft, und den könnt ihr auch kaufen bis irgendwas Anfangs Dezember. Also ihr könnt dann nicht irgendwie am 15. Dezember immer noch sagen, ich möchte jetzt trotzdem mitmachen. Natürlich könnt ihr da dann die einzelnen Dateien kaufen, aber der Adventskalender wird bis Anfangs Dezember verfügbar sein, und es rentiert sich wirklich, weil eben die 24 Dateien einzeln zu kaufen, wird natürlich teurer, als wenn ihr das hier in einem Adventskalender drin habt. Und eben, wenn ihr dann den Adventskalender gekauft habt, dann bekommt ihr jeweils um 12 Uhr habt ihr den Zugriff auf eine neue Datei, eben für den entsprechenden Tag. Und ich werde es dann einfach so machen, dass ich am frühen Abend oder bis zum frühen Abend euch dann auch das entsprechende Video dazu hochlade, damit ihr da eben auch gleich ein erstes Beispiel habt, was ihr damit zum Beispiel machen könntet. Das heißt, Mia lädt bis 12 Uhr hoch und ich liefere euch bis zum frühen Abend dann das Video. Meine Videos sind natürlich nicht nur für die verfügbar, die jetzt einen Adventskalender gekauft haben. Wie gesagt, ihr könnt euch, wenn ihr jetzt ein Video anguckt und sagt, oh, die Datei möchte ich jetzt unbedingt haben, ich habe es aber verpasst, den Adventskalender zu kaufen, dann könntet ihr eben auch einzelne Motive dann bei Mia kaufen. Was ich wirklich großzügig finde, was mir Mia erzählt hat, ist, dass ihr diese Dateien auch gewerblich nutzen könnt. Einfach, wenn ihr den Kalender einmal kauft, dann könnt ihr 50 Mal das Motiv verwenden. Wenn ihr da jetzt schon wisst, ihr wollt 100 Sachen damit machen, also mit einer Datei, und zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen, dann würdet ihr einfach 2 Kalender kaufen, dann habt ihr 100 Nutzungen zur Verfügung, ne? So könnt ihr das machen, aber eben, es ist nicht nur für privat, sondern ihr könnt das eben tatsächlich auch gewerblich nutzen, in einem kleineren Ausmaß. Ja, und auch noch was super Großzügiges von mir war, dass sie gesagt hat, als kleine Vorfreude machen wir eine kleine Verlosung. Das heißt, 2 von euch können diesen Adventskalender gewinnen, und das läuft wie folgt ab. Ihr könnt bei mir auf meinem YouTube-Kanal unten in die Kommentare, und nur da, ne? Also nicht Facebook oder Instagram, sondern wirklich hier auf YouTube, unten in die Kommentare reinschreiben, auf welches dieser Themengebiete ihr euch am meisten freut, ne? Freut ihr euch am meisten, was mit dem Plotter damit zu machen oder mit dem Laser was damit zu machen? Freut ihr euch am meisten auf Sublimationssachen oder freut ihr euch am meisten aufs Papierbasteln? Schreibt mir das unten rein, und dann werde ich aus denen, die da einen Kommentar hinterlassen haben, werde ich 2 Namen ziehen, die dann eben diesen Adventskalender gewinnen. Und dann werde ich natürlich mit euch in Kontakt treten, damit wir da gucken können, wie ihr zu diesem Adventskalender dann kommt. Das ist die kleine Verlosung, und da habe ich ja gesagt, Mia hat eben schon Vorfreude-Dateien zur Verfügung gestellt, und ich dachte mir, ich will ja heute nicht nur quatschen, sondern euch auch was zeigen, und deshalb habe ich eine von diesen Vorfreude-Dateien genommen und werde heute mit euch etwas Kleines basteln.
Und da gehen wir jetzt auch gleich rein. Für diese kleine Vorfreude-Datei habe ich mir was überlegt, was eigentlich gleich zum Thema passt, nämlich einen kleinen Vorfreude-Kalender. Und da will ich ein bisschen mit Papier arbeiten, ein bisschen plotten und dann habe ich hier Klötzchen. Und zwar geht es darum, dass ich hier einen kleinen Display haben will, wo eben dieses kleine Blöckchen drauf kommt, eine der Dateien oben drüber und da dann die Ziffern sind, wo man das Ganze abreißen kann, Tag für Tag, damit man dann am 1. Dezember weiß ich kann die Datei aufmachen vom 1. Dezember und dann eben jeden Tag das so machen kann und mich quasi so langsam aber sicher auf Weihnachten vorbereiten kann. Ne? Das ist die Idee. Ich habe ein paar Materialien hier auf dem Tisch, aber wir starten jetzt erstmal einfach mit den Klötzchen. Ihr braucht 2, 4, 6, 7, 8, 9 Klötzchen. Da habe ich mir ein paar ausgesucht, wo ich dachte, die passen eigentlich gerade wunderbar, wie sie miteinander abschließen und die schöne Seite oben. Dann nehme ich natürlich eine Unterlage, das habe ich ganz vergessen. Dann einen feuchten Lappen, damit ich Überschüsse abputzen kann. So können wir eigentlich auch schon loslegen. Das heißt, ich werde die einerseits zwischen den Klötzchen werde ich Kleber geben und dann am Schluss klebe ich diese beiden noch drauf, um das Ganze zu stabilisieren. Verwenden tue ich hier den Ponal Express Leim. Jo, und so kleben wir das Ganze kurz aneinander. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's... Und es muss auch nicht absolut perfekt sein, dass es eben ist, weil ich finde, das macht das Arbeiten mit den Klötzchen auch aus, dass es eben so kleine Unebenheiten drin hat. Wenn das angetrocknet ist, können wir das umdrehen. Und dann klebe ich von hinten eben noch 2 Klötzchen drauf, um das Ganze zu stabilisieren. Ich lasse vom Rand so ein bisschen Abstand, damit man die von vorne nicht ganz so gut sieht. Hier auf der Seite, circa einen halben Zentimeter. Und dann lege ich das Ganze schon mal beiseite und beschwere das so ein bisschen, damit das gut antrocknet. Und was wir uns dann auch gleich vorbereiten können, ist das Blöckchen. Und zwar habe ich hier Graupappe geschnitten, einmal 7,5 cm mal 7,5 cm. Also es sind alle 7,5 cm in der Breite. Das in der Höhe 7,5 cm, das einen halben Zentimeter und das 1,5 cm. Dann habe ich hier noch ein kleines Stück, weil ich will immer versuchen, ein Stück Graupappe als Abstandhalter zu verwenden. Und vom Papier her, ich versuche so ein bisschen im Schwarz-Weiß Look zu bleiben, plus dann das Holz dazu, wo ich denke, das macht ein schönes Spiel. Und ich hatte hier mal bei Action diesen kleinen Block mitgenommen und fand die Motive da drin, diese kleinen Blätter, fand ich eigentlich gerade passend. Respektive, ich überlege es mir gerade anders, weil das ist mir fast ein bisschen zu wild. Ich will eigentlich schwarz reingehen. Von dem her nehme ich 2 andere Blätter. Ich schneide die jetzt auch nicht mehr zurecht. Die sind von der Größe her, Moment, sind die 10,5 cm mal 14,8 cm. Und da klebe ich jetzt auch schon mal die Graupappe drauf. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ich kann dann oben immer noch ein Stückchen abschneiden. Ich würde hier
auf jeden Fall so 1,5 cm Platz lassen, Abstand lassen, um das dann umzuklappen. Ja, so in dem Stil. Und da nehme ich ganz normalen Flüssigkleber für. I just miss you. I just miss you. Die Seite hier wird man dann auch nicht sehen, weil das wird hinten dann quasi ausblättern drauf gemacht. Aber ich bin einmal ein bisschen pingelig und fasse das gerne gleich ganz ein. Jetzt eben hier quasi die Dicke von einer Graupappe Abstand lassen. Aber trotzdem natürlich schön abschließend zum Vorderen. Das wird der Rücken von dem ganzen Thema. Und um die Dicke zu bestimmen, ich werde ein 200 Gramm Papier verwenden und da brauche ich 24 Seiten logischerweise. Und ich habe mir einfach geguckt, wenn ich diese 24 Seiten übereinander stapel, wie dick wird das, und deshalb bin ich hier auf 1,5 Zentimeter gegangen. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Kann ich das da oben noch so ein bisschen zurückschneiden. Nicht viel, aber ungefähr so. Dann nehme ich wie immer meinen Abstandhalter und schneide hier kurz die Ecken zurück. Und dann können wir die auch gleich so ein bisschen umlegen. Und die dann auch gleich festkleben. Reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Und jetzt kann ich auch kurz gucken, wie groß denn die Abdeckung sein soll. Da gehe ich einfach 1/2 Zentimeter kleiner, als mein Element ist. Das hilft, wenn man Zentimeter und nicht Inch nimmt. Da mache ich das bei so kleinen Elementen, dass ich einfach 2 Zentimeter kleiner gehe. Das heißt, hier gehe ich auf 10 Zentimeter mal 7,3. Und das kann ich hier oben noch draufkleben. Oh, miss you. It's too late. Und jetzt spüre ich, dass ich hier die Falz oder den Abstand habe. Den ziehe ich nochmal nach, dass sich das Papier dann auch schön da reinlegt. Und dann kann ich das auch vorsichtig schon biegen. Und so habe ich quasi, wie zeige ich euch das? So, habe ich die Erhöhung, um dann meine Blätter da reinzumachen. Und nur, ich verrate euch schon, warum ich diese Abdeckung hier habe. Damit verdecken wir dann die Befestigung, wo ich den ganzen Block ans Holz festmache. Das war schon mal der erste Teil und für den Rest müssen wir jetzt rüber auf den PC respektive. Ich messe hier noch kurz die Klötzchen ab. Und zwar will ich wissen, wie breit ist das Ganze. Habe ich mir natürlich vorher schon abgemessen, aber einfach nur damit ihr wisst, was ich hier messe. Also von der Breite her
sind wir bei 16 cm und von der Höhe bei 7 Klötzchen sind wir bei, ja, es sind fast 16 cm. Das ist die Fläche, mit der ich arbeiten kann. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir rüber auf den PC, damit ich das ganze Design gestalten kann. Also, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar werden wir ein bisschen was mit Flexfolie machen. Wir werden ein bisschen was mit Drucken und Schneiden machen. Wir werden dann auch ganz normal das aus Papier ausschneiden. Und ich mache das Ganze mit dem Cricut Maker, deshalb bin ich ja auch im Cricut Design Space, weil ich hier eine Perforierungslinie machen will. Das habe ich euch, glaube ich, noch gar nie gezeigt mit dem Maker. Mit anderen Plottern könnt ihr das natürlich auch machen. Da könnt ihr einfach eine gestrichelte Linie schneiden. Und hier habe ich das einfach so gemacht, dass ich von der Linie her, wenn ich hier Form eingebe, eine Linie, da drüben haben wir sie, dann ist die im Moment auf Falzen gesetzt, aber ich kann eben auch sagen, perforieren, hier oben. Und dann wird es eben zu einer Perforierungslinie, die ihr aber auch mit dem Perforierungstool dann machen müsst. Ne? Genau, die Datei reingenommen, habe ich ganz einfach so gemacht, hochladen und dann Bild hochladen und habe einzelne Dateien reingenommen. Das ist eben hier der Hallo Elch einzeln, das sind die Hufe einzeln und dann habe ich auch nur Hallo Elch Hintergrund mit Pünktchen und so einem kleinen Märzchen. Das habe ich hochgeladen und dann einfach ausgewählt, alle und zur Arbeitsfläche hinzufügen gemacht. Und was ich dann jeweils angucke, ist, wie will ich mein Design gestalten. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Das wird mein Design sein. Das heißt, ich habe mir einfach mal die Klötzchen hier drauf gelegt. Natürlich in der Größe, die die Klötzchen selber auch haben. Da habe ich einfach eingegeben 16 cm mal 2,2 cm und habe die übereinander gestaffelt. Habe aber auch, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, hinten dran sind zwei in vertikaler Position. So wusste ich dann auch, wie viele Klötzchen ich dann hier vorne brauche. Sind eben 2 hinten und 7 vorne. Und dann habe ich zuerst mal so diesen Adventskalender quasi gemacht. Da habe ich einfach hinten ein schwarzes Quadrat, wo ich mal dachte, ja, das passt von der Größe her. Gucken wir uns die genaue Größe dann noch an. Dann habe ich ein weißes Papier quasi reingelegt. Dann vorne wieder die Abdeckung, die habt ihr jetzt schon gesehen, weil das haben wir ja schon vorgebastelt. Und dann habe ich eben diesen Kreis reingelegt und einfach Ziffern gesucht, die mir gefallen haben. Das ist keine Schrift, sondern das sind Ziffern aus den Bildern. Da habe ich Number eingegeben. Moment. Ich habe Number eingegeben und dann habe ich einfach eins gesucht, was mir gefällt. Und zwar ist es hier von Ruth Lange Design. Und dann habt ihr wunderbar, könnt ihr einfach die Ziffern, bis ihr dann alle habt, könnt ihr die markieren, ne? Und dann zum Arbeitsbereich hinzufügen. Und dann habe ich von diesem Kreis mit dem Herzchen, das ist ja eins der Dateielemente, ne? Hier dieses, machst du hier kurz Ctrl-C, Ctrl-V, dann seht ihr, das ist ein ganzer Kreis, aber was ich auch machen kann, ist dann zerlegen und eigentlich alles andere, bis auf das Herzchen, habe ich alles dann gelöscht. Dann hatte ich hier dieses Herzchen und habe das ganz einfach größer gemacht. Sagen wir mal 1 cm. Ist ja wahrscheinlich sogar ein bisschen größer. Das war so um die 1 cm herum. Und damit nicht alles gleich aussieht, habe ich dann auch ein zweites genommen und die auch ein kleines bisschen in der Größe variiert. Und dann aber auch gesagt, spiegeln. Und so hatte ich so ein paar unterschiedliche, plus dann habe ich ganz einfach noch einzelne Punkte eingefügt, weil ich das Gefühl hatte, da braucht es noch ein bisschen was und habe hier einfach einen Kreis eingefügt. Und da sind wir 0,422 mal 0,422. Ne? Das sind die Kreise. Und da habe ich eben ein paar kopiert, bis ich das Gefühl hatte, hinter dem Motiv, dass ich die Klötzchen so ein bisschen ausgefüllt habe und habe die dann alle gruppiert. Das heißt, es ist alles eine
Gruppe. Und hier beim Elch, was ich gemacht habe, einfach von dem Elch, den ich eingefügt habe als Datei, habe ich den einfach markiert und dann davon ein Offset gemacht. Das war hier. Da könnt ihr ja dann in der Größe variieren, so groß wie ihr das dann haben möchtet. Sieht bei mir so aus, als ob ich 0,282 gemacht hätte. Sagen wir anwenden. Und wenn wir uns das jetzt angucken, hat das aber leere Stellen hier. Das heißt, ich kann das anwählen. Und dann kann ich hier bei Kontur, kann ich diese Zwischenteile alle rausnehmen. Und es ist gefüllt, aber dann habe ich immer noch hier unten das Thema. Und da habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich wiederum einen Kreis eingefügt habe und den dann Größe so ein bisschen verändert, dass ich auch diesen unteren Bereich abgedeckt habe. Und dann habe ich ganz einfach das Offset genommen plus diesen Kreis und habe das hier verschweißt. Dann haben wir hier plus eben diesen, inklusive diesem unteren Bereich. Das verschwindet dann hinter dem Blöcklein, aber ich brauche es eben, damit ich eine Klebefläche habe. Von dem her habe ich das so gemacht und da könnt ihr die Farbe dann auch wieder zurück auf Weiß ändern. Ne? Genau. Dann habe ich das kopiert, also ich habe es einmal mit dem Elch zusammengelassen plus einmal kopiert und mal weggelegt auf die Seite, weil eines will ich in Drucken und dann Schneiden machen und das habe ich hier ganz einfach geebnet, damit es eine flache Datei ist. Und beim anderen, was ja die gleiche Größe hat wie das hier oben, habe ich es einfach so gemacht, Moment, dass ich den mal hier auch hingelegt habe und dann dieses Quadrat, was ich verwendet hatte, um zu definieren, wie groß ich denn alles haben will, habe ich das genommen, plus eben das Offset, was ich gemacht habe. Ich habe schon so viel auf meinem Arbeitsplatz, dass ich nicht mehr weiß, was wo ist. Sorry. So, jetzt haben wir es wieder. Das nach vorne genommen, das nach vorne genommen. Dann konnte ich den hier kurz drüber legen. Einfach genau da, wo die Originaldatei ist. Beide markieren. Und dann konnte ich hier einfach sagen, subtrahieren. Weil dann hatte ich hier nur noch diesen oberen Teil. Und ich mache das auch gleich definitiv, das heißt Ebenen zusammenfügen. So dass ich nur diesen oberen Teil habe, weil was ich machen will, ist, ich will einerseits natürlich die Datei drucken und dann schneiden, aber ich will, dass ich nur diesen oberen Teil so lange habe, dass es hinter dem Block verschwindet und dreimal das hier ausschneiden, damit ich das auf mehrere Lagen machen kann und das hinter das hier kleben kann. Und so habe ich dann hier beim Blöcklein eine Abstufung. Ihr seht es dann, wenn ich es klebe, dann wird es sicher klarer. Wie gesagt, ich habe einmal hier mein Original, plus dann habe ich eben diese 3 Teile. Und was ich natürlich auch gemacht habe mit den Hufen, die habe ich einfach visuell geguckt, wie passt es am besten von der Größe her und dass es hier vorne über mein Blöcklein geht. Und habe da auch ein Offset dazu gemacht und bevor ich die beiden geebnet habe, um das dann drucken und schneiden zu machen, und die beiden werden dann drucken und schneiden. Und übrigens, da habe ich natürlich von den Hufen auch ein Offset gemacht. Dann habe ich das Offset auch nochmal 3-mal kopiert. Das heißt, das hier unten, das Gelbe, ist das, was ich dann einfach aus Papier ausschneide. 3-mal den oberen Teil des Elchs plus 3-mal die Hufe. Dann habe ich hier eben ein Drucken und Schneiden mit dem Elch und ein Drucken und Schneiden mit den Hufen. So, jetzt haben wir den Hintergrund, wir haben den Elch, wir haben die Hufe, das Blöcklein haben wir schon gemacht und jetzt haben wir ja hier noch die Ziffer. Und da will ich einfach 24 Blätter haben, wo ich hier entlang
also da wo der Vorderteil des Blöckleins der Einfassung endet, da will ich eine Perforierungslinie haben und dann eben ein weißes Blatt. Also quasi das ist mein Endergebnis. Ich will ein weißes Blatt haben, wo ich 2 Löchlein habe, weil daran werden wir es dann an den Klötzchen befestigen. Eben die Perforierungslinie, wie ich euch das vorhin gezeigt habe, und das könnt ihr halt eben hier so jetzt mit dem Perforierungstool, mit dem Maker funktioniert es wirklich super einfach. Aber wenn ihr das mit eben anderen Plottern machen wollt, dann könnt ihr einfach eine gestrichelte Linie machen. Geht auch. Ich habe hier die 1 habe ich noch so stehen lassen, wie ich das vorhin, also wie ich selber aufbereitet habe. Ich zeige euch kurz, was ich hier gemacht habe. Ctrl C, nehmt das ein bisschen runter, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Ctrl V. So. Diese Datei besteht aus einem Viereck. Das ist das hinten, das ist bei mir 7 cm breit und 7,3 cm hoch. Dann haben wir hier diesen schwarzen Rahmen, den ich einfach als Platzhalter gelassen habe, damit ich weiß, wo die Perforierungslinie hin muss. Das ist logischerweise auch 7 cm in der Breite und 1,6 cm in der Höhe. Dann wusste ich, okay, hier unten habe ich so viel Platz für dieses Motiv, ne, den Kreis mit einem Pünktchen und mit einem Herzchen. Und es sei mir verziehen, die ist im Original eher länglich gehalten. Ich habe dann einfach die Größe verändert, indem ich das Schlösschen aufgehoben habe und die ein bisschen weiter, also breiter gemacht, weil ich fand jetzt hier passte das besser, wenn ich was Rundes habe, als was Längliches. Genau, dann habe ich das hier platziert, die Ziffern habe ich euch schon gezeigt, die habe ich dann auch hier rein platziert, einfach so, dass es passt. Respektive, nee, die Ziffern lassen wir kurz noch, die könnt ihr ignorieren, weil ich zeige euch mal, wie ich alles einmal gemacht habe, dann habe ich das quasi 23 Mal kopiert und eingefügt und erst dann habe ich die Ziffern drauf gemacht. Das heißt, eben hinten das weiße Papier, 7 cm x 7,3 cm, den Kreis drauf. Der ist bei mir 5,172 cm x 4,996 cm. Dann hier oben das dunkelgraue, 7 cm x 1,6 cm. Dann habe ich hier oben nochmal so ein Quadrat. Das ist das hier. Das ist 5 cm x 1,287 cm. Das ging mehr darum, dass ich das schön platzieren kann. Und dass ich weiß, dass zwischen den beiden Punkten, wo ich das dann ausschneide, dass da 5 cm liegen. Und dann habe ich noch 2 kleine Punkte gemacht, die sind tatsächlich nur 0,2 cm x 0,2 cm. Ich habe eben das weiße Quadrat genommen. Dann habe ich dieses schwarze genommen, damit ich weiß, na, das ist das, was definiert, wo meine Perforierungslinie liegt. Das heißt, ich habe das horizontal zentriert und oben an der Kante ausrichten. Dann wusste ich, meine Perforierungslinie, die logischerweise auch 7 cm ist, muss hier genau auf diese Linie drauf, wo das Graue ist. Konnte ich das auch wieder schön horizontal zentrieren. Dann habe ich hier dieses graue Quadrat genommen und habe die 2 Pünktchen einfach je rechts und links schön auf die Kante gelegt von diesem Rechteck. Dann habe ich alle 3 markiert und einfach gesagt, vom Anordnen her, vom Ausrichten her, sorry, habe ich dann gesagt, dass es vertikal zentrieren, weil dann liegen diese Punkte schön hier in der Mitte von diesem Rechteck. Das habe ich dann kurz gruppiert. Hier. Und so konnte ich das nehmen und hier ganz einfach schön in dieses graue Element reinmachen. Dann habe ich auch schon gleich den Kreis reingemacht, schön mittig. Und dann habe ich die alle genommen und gesagt, horizontal zentrieren. Jetzt dieses Graue hier, das brauche ich nicht mehr. Das kann weg. Dann dieses Graue hier, da brauche ich das graue Element brauche ich nicht, die beiden Kreise brauche ich. Das heißt, ich kann auch das graue Element wegnehmen, dann habe ich nur noch die Kreise. Dann habe ich die Linie plus diese beiden Kreise. Das habe ich schon mal alles gruppiert, weil das gehört zusammen. Und
so habe ich das tatsächlich dann einfach genommen und habe das 23 Mal kopiert. Weil dann sind alle genau gleich angeordnet und dann konnte ich eigentlich nur noch die Ziffer drauf geben, da wo es für mich am besten passt. Dann habe ich gesagt, ich nehme das weiße Papier plus die Ziffer plus den Kreis, markiere ich und da sage ich dann ebnen, weil da wollen wir auch ein Drucken und dann Schneiden machen. Und wenn ihr das wieder in den Hintergrund gebt, dann seht ihr hier vorne, haben wir immer noch die Perforierungslinie und das, was es hier als Kreis ausschneidet. Und so habe ich das Ganze verbunden. Während wir uns das hier drüben angucken, dann habe ich das hier jetzt 24 Mal. Von denen hier brauche ich ganz einfach das, was ich ausplotten will, an Flexfolie. Alles andere hier kopiere ich, weil das ist nur mein Muster, um zu gucken, wie es aussehen soll. Und mache das auch in den Hintergrund, damit es nicht stört und blende das quasi aus. So, das heißt, drucken, dann schneiden, die ganzen Ziffern, drucken, dann schneiden, plus ein bisschen ausschneiden und perforieren. Das hier, die habe ich extra in einer anderen Farbe gemacht, weil ich die aus weißem Papier ganz einfach ausschneiden will. Und das hier mache ich auch kurz eine andere Farbe, um ganz sicher zu sein, dass ich dann auch weiß, was ist. Und wenn ihr euch fragt von der Arbeitsfläche, warum die bei mir violett ist, ich mache das gerne, wenn ich mit weißen Sachen arbeite, damit ich dann auch was sehe. Dann könnt ihr ganz einfach hier auf Arbeitsbereich Farbe gehen und hier quasi die Farbe ändern, so wie ihr das gerne haben möchtet. Ne? So. Jetzt, womit starten wir? Wir starten mit der Flexfolie, machen wir es so. Das heißt, all das hier blende ich ganz einfach aus, so dass ich tatsächlich nur hier das habe, was Flexfolie ist. Ihr könnt es nachher noch sagen, aber ich mache das meistens so, wenn ich irgendetwas ausplotte aus Flexfolie. Ich spiegle meistens hier eigentlich schon, damit ich es ganz sicher nicht vergesse. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal anfangen, die Flexfolie auszuplotten. So, jetzt habe ich hier schon mal die Flexfolie drauf. Wie immer, ne, die glänzige Seite nach unten. Und dann kann ich hier sagen, herstellen. Sehen wir auch schon ungefähr 15,5 cm. Genauso habe ich die Folie zurechtgeschnitten. Kann sagen, fortfahren. Und dann nehme ich hier ganz einfach das Everyday Iron On. Funktioniert bei mir eigentlich am besten. Dann kann ich das einziehen lassen und das schneiden lassen. Es wird jetzt ein Momentchen dauern, weil es schon einige Punkte hat. Ich komme dann gleich zurück, sobald er damit fertig ist. Ging jetzt doch gar nicht so lange. Wunderbar. Und ich mache das jeweils so, dass ich lasse alles, also ich versuche hier oben, den Bogen lasse ich stehen, aber hier habe ich eine ganze Fläche, wo nichts geschnitten ist und ich finde, das kann man wunderbar rausschneiden und das für ein anderes Projekt noch verwenden. Das heißt, ich schneide es mal hier unten weg und dann schneide ich hier innen drin auch diesen Kreis quasi aus. Weil damit kann ich wunderbar noch was anderes machen. Und trotzdem werde ich keine Mühe mit Platzieren haben, weil es hängt immer noch alles zusammen. Können wir das gleich auch schon entgittern. Und ja, ich höre die Frage schon, das könnt ihr natürlich auch mit Vinylfolie machen, geht auch. Und eine andere Frage, die ich auch sehr oft bekomme, ist, kann ich das auch mit anderen Folien machen als mit der von Cricut? Und ich verwende seit Jahren mit allen Plottern, das heißt, egal von welcher Marke, verwende ich am allerliebsten die Flexfolie von Siser. Das ist die PS Film, weil die lässt sich wirklich super entgittern. Und ja, deshalb verwende ich die auch immer wieder und eben egal mit welchem Plotter. So, haben wir das schön gegittert. Und dann seht ihr auch schon, das wird hier dann wunderbar drauf passen. Ich habe natürlich beim Design geguckt, dass ich
jetzt nicht Herzen oder Punkte über den Linien habe, sondern, also über den Enden jeweils von den Klötzchen, sondern die sind nahe dran, aber nicht drüber. Das werden wir nachher noch festmachen. Und ja, Flexfolie geht auch auf Holz, das werdet ihr nachher gleich noch sehen. Dann als nächstes, also das blende ich hier schon mal aus. Genau, die will ich haben. Weil das schneide ich alles einfach aus einem Papier aus. Das sind dreimal die Hufe und dreimal eben der obere Teil vom Elch. Das muss ich natürlich nicht spiegeln, das heißt, ich kann sagen herstellen, auf der Schneidematte, bestätigen, fortfahren und dann gucken wir Medium Cardstock, 220 Gramm mit einem 290er Druck, passt bei mir, weil ich habe ein 200 Gramm Papier, das schneidet er jeweils wunderbar mit dem. Und dann Feinschnittklinge rein und dann kann ich dann auch schon loslegen. Das heißt, hier das Papier, wo ich das ausschneiden will von, auf die Matte. Wenn ihr ein dünneres Papier habt, würde ich die blaue Matte nehmen. Bei dem Papier habe ich gemerkt, funktioniert das mit der grünen wunderbar. Dann haben wir auch das schon und bei Papier immer gucken, dass ihr die Matte wendet und quasi die Matte vom Papier löst und nicht das Papier von der Matte, weil dann wölbt sich das auch weniger. So. Das heißt, die kommen so aufeinander und dadurch habe ich jetzt halt einfach auch eine schöne Höhe. Das ist das. Und bei den Hufen, da weiß ich, das hier kommt mit dem hier und mit dem hier. Das heißt, immer jedes zweite ist eine Seite und dann die anderen drei auch aufeinander. Dann aber haben auch die eine schöne Höhe. Das machen wir auf die Seite. Kann man hier fertig sagen. Jetzt kann ich die alle auch wieder gruppiere die kurz, damit es ein bisschen einfacher geht und zwar ganz einfach ausblenden. So, das ist das, was wir drucken und schneiden. Kann ich sagen, herstellen. Und dann platziert er quasi das alles selber so, wie das für ihn am besten stimmt. Es sind 5 Matten. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich die Hufe hier hinpacken kann. Und dann die letzte, das auf Objekt verschieben auf die erste Matte geben kann. Und hier rüber. Das müsste eigentlich Platz haben. So sollte das funktionieren und so bin ich dann runter auf 4 Seiten anstatt der 5. Das ist super. Das heißt, ich kann das jetzt drucken. Und zwar sage ich hier an Drucker senden. Natürlich nicht mein Sawgrass, sondern mein Office Chat 7110. Anschnitt will ich nicht haben. Und Systemdialog verwenden mache ich. Und wenn ihr lange wartet und nichts passiert, das ist ganz einfach deshalb, weil der Druckdialog im Hintergrund läuft. Und da kann ich jetzt eben sagen, Medienqualität auf hoch. Print and Color brauche ich nicht, weil ich will schwarz-weiß drucken. Scale to Fit Paper, das sollte natürlich aus sein. Und jetzt kann ich hier ganz einfach sagen drucken und dann druckt er mir das. Er druckt anscheinend jede Seite nach der anderen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine erste Seite. Die kann ich auch schon auf die Matte drauf machen. Natürlich in der Orientierung, wie ihr das auch auf eurem Bildschirm quasi seht. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich brauche einerseits die Feinschnittklinge, aber dann eben auch hier die Perforierungsklinge. Das ist ein Swap-Tool, das heißt, ich kann einfach ein anderes Swap-Tool nehmen, Spitze rausnehmen, die Spitze drauf machen. Na, und dann ist das schon vorbereitet. Jetzt gucken wir mal auf dem PC, was er denn jetzt will. Ich sage
vom Cardstock her Medium Cardstock. Und wenn das nicht funktionieren sollte, ich werde das Papier oder ich werde die Matte nicht rausnehmen, sondern zuerst kontrollieren, ob es richtig geschnitten hat. Und wenn das der Fall ist, werde ich die Matte entladen und ansonsten werde ich ganz einfach den Schneidauftrag nochmal geben. Das heißt, der blinkt jetzt auch schon und von den Werkzeugen sagt er mir, ich soll zuerst jetzt mal die Perforierungsklinge reinmachen. Das heißt, das normale Messer nehme ich raus und hier die Perforierungsklinge rein. Dann kann ich die Matte laden. Na, hier ist jetzt die Klinge drin und dann sagen wir mal los und ich bin gespannt, was passiert. Sieht sehr gut aus. Jetzt sagt er mir, ich soll die rausnehmen und die normale Klinge reingeben. Machen wir. Und dann kann ich wieder lossagen. Das heißt, er hat mir jetzt oben den Elch geschnitten und hier schneidet er jetzt schon diese Kreise oben, wo ich die Befestigung mache. Und dann schneidet er mir das Kärtchen noch aus. Das war's auch schon. Dann eben jetzt kontrolliere ich, hat es das richtig geschnitten und es ist tatsächlich so, ne? Ihr seht, hat es wunderbar geschnitten. Das heißt, ich kann die Matte rausnehmen. Und dann kann ich das lösen von der Matte, auch hier wieder Matte umdrehen. Und jetzt eben vorsichtig, weil ihr wollt nicht, dass da, wo ihr jetzt die Perforierungslinie gemacht habt, dass sich das quasi das Papier da schon löst, sondern das soll ja dann erst beim Abreißen passieren und nicht jetzt schon. Ne? So, das hat wunderbar funktioniert. Die kleinen Pünktchen hier müsst ihr natürlich runterlösen, damit ihr beim nächsten Schneiden dann ihr da nicht Fehler habt beim Schneiden. Aber mache ich gleich noch. Wenn wir uns das hier jetzt angucken, ist alles auf dem Kopf, aber passt. Das heißt, der hier super geschnitten. Ich muss meine Maschine mal wieder kalibrieren. Jetzt seht ihr auch schon. Nee, falsche Seite. Sorry. Alles kommt gut. So. Auf die Seite macht es mehr Sinn. Dann habe ich jetzt hier eben eine Abstufung, wo ich das dann an mein Büchlein dranlegen kann und so runterknicken kann. Aber das machen wir nachher. Der ist doch super süß. Dann haben wir hier eben auch schön die Hufe. Das nehmen wir nachher zusammen. Und hier habe ich so kleine Pünktchen für die Befestigung ausgeschnitten. Und mal gucken, ob ihr das seht. Ich glaube, ihr seht es, ne? Ich habe hier eine Perforierungslinie, wo ich nachher das dann ganz einfach abziehen kann. Und ja, davon, jetzt haben wir 5. Das heißt, es sind noch 19. Das heißt, ich drucke jetzt auch die anderen Seiten und nehme genau die gleichen Einstellungen und eben immer zuerst dann das Perforierungstool rein und dann die normale Schneideklinge. Genau das mache ich jetzt und bin dann wieder zurück bei euch. So, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann müssten wir jetzt diese Elemente haben und da klebe ich jetzt alles mal aufeinander. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you. Könnt ihr hier unten auch schon diese Linie entlang die Falzlinie ziehen, damit wir das hier dann ganz einfach so ein bisschen runterklappen können.
hier bei den Blättern mache ich es auch so, dass ich die oben einfach wirklich nur mit einem kleinen bisschen Kleber hier ein Viereck mache. Natürlich nur oberhalb der Perforierungslinie und nicht unterhalb. Und dann wirklich gucken, dass die schön aufeinander liegen. Und wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr hier wunderbar einen kleinen Block haben mit eben diesen Perforierungslinien. Und ich habe logischerweise nur in diesem oberen Bereich geklebt. So, dann können wir, ich würde sagen, wir kleben mal das hier ein. Das heißt, ich gebe hinten auch wieder nur in diesem Bereich hier Kleber drauf. Und dann lege ich das quasi hinten an die Kante und gucke, dass ich schön gerade drin liege. Und kann das hier schon mal festdrücken. Und hier beim Elch habe ich ganz einfach, hier hinten 3 Schichten. Da bin ich ganz einfach hier mit dem Falzbein nochmal der Kante entlang, damit sich das schön legt und ich das so jetzt ans Büchlein dran kleben kann. Das heißt, ich gebe hier im unteren Bereich Kleber drauf. Und dann gebe ich das wirklich so an die Kante von diesem Büchlein. Jetzt muss ich kurz bei mir gucken, dass ich da gerade liege. Und ich hier schön an der Kante vom Büchlein liege. Passt das? Ja, das passt. Dann hängen die beiden schon mal aneinander. Hier mit den beiden warte ich noch kurz, weil da will ich noch, also ich muss noch ein paar andere Sachen machen und die kommen dann ganz zum Schluss drauf. So, jetzt könnt ihr dann hier gucken, ne, wo wollt ihr es hinhaben. Natürlich, dass es oben nicht rausguckt, unten schön gerade ist und einigermaßen mittig ist. Jetzt habe ich das Gefühl, meine Punkte müssen da noch ein bisschen rüber. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Genau so will ich das haben. Mini Heat Press schalte ich auf die 2. Stufe und wärme die kurz auf. Weil wichtig, wenn ihr Flexfolie auf Holz aufbringt, ist, geht nicht zu hoch in der Temperatur und auch nicht hin und her ruckeln, sondern wirklich einmal drauf und dann prüft ihr wirklich, könnt ihr die Übertragungsfolie schon wegnehmen oder die Trägerfolie schon wegnehmen. Wenn nicht, geht ihr noch mal ein bisschen drauf, aber auch nicht mit Großdruck, weil normalerweise, was passiert bei einer Flexfolie, die hat ja hinten eine Kleberschicht drauf und wenn ich das auf Textilien aufpresse, dann kann sich der Kleber in die Fasern quasi einnisten und dadurch hält sich das Ganze auch besser an eurem zum Beispiel Hoodie oder so. Aber beim Holz haben wir das nicht. Der Kleber kann nirgendwo hin. Das heißt, wenn ich hier zu fest aufdrücke, dann quillt der Kleber quasi raus und das sieht dann jeweils unschön aus, von dem her wirklich nicht mit zu viel Hitze, nicht mit zu viel Druck, einfach so ein bisschen draufhalten und die Hitze quasi die Arbeit machen lassen. Deshalb liebe ich auch hier die Mini, weil ich kann jetzt hier zum Beispiel das Holz ist ein bisschen erhöht und dadurch kann ich nicht mit der geraden Fläche drauf, aber mit der Spitze funktioniert das hier wunderbar. So, das war's dann schon mit der Hitzepresse. Haben wir hier wunderbar den Hintergrund.
Und jetzt mal ganz genau gucken, wo ich das hinhaben will. Ich habe hier eigentlich extra drauf geguckt, dass diese Löchlein hier schlussendlich nicht irgendwo zwischen den Klötzchen sind, sondern wirklich schön auf einem Klötzchen. Weil was ich jetzt mache, ist, ich gebe hier mal ein Loch rein oder markiere ein Loch rein. Einerseits durch meine Graupappe durch. Dann sehe ich hier auch schon auf dem Holz, wo ich 2 Löchlein bohren muss. Und jetzt kann ich ganz einfach hier kurz mit einem Bohrer ein Loch durchmachen, damit ich dann das Ganze mit einem Draht hier dran befestigen kann und das schön wirklich hier drauf liegt. So, jetzt kann ich gucken, wie viel Draht ich brauche, um da durchzukommen. Vorne das Büchlein einzufassen. So, das heißt hier durch das Büchlein durch und den schön runterdrücken. Dann können wir hier hinten noch Kleber drauf geben, damit wir das auf dem Holz festkleben können. Ich nehme jetzt hier meinen Zementitkleber. Der sollte einigermaßen halten. Es wird per se dann durch den Draht festgehalten. Es geht mehr darum, dass das quasi einfach da auf dem Holz liegen bleibt. Gut, mein Kleber verlässt mich auf dem letzten Meter. Klassiker, dann nehmen wir jetzt trotzdem den Holzkleber. Dann hier quasi den Hinterteil von meinem Büchlein. So. Und dann gehen die Stäbe durch diese beiden Löchlein durch, die wir da gebohrt haben. Und jetzt natürlich gucken, dass das alles schön gerade bleibt. Jetzt kann ich das umdrehen und quasi die beiden Drähte ineinander drehen. Und dadurch ziehe ich das Ganze auch fest. Sitzt felsenfest. Überstände kann man abschneiden. Und das Ganze natürlich nach unten biegen, damit sich da keiner dran verletzt. So. Auf dem Tisch auf kommt es eh nicht, weil wir haben ja hier hinten die beiden Klötzchen. Und jetzt können wir hier noch diese Lasche quasi noch runterkleben. Ich merke gerade, dass das Metall ein bisschen zu hoch aufsteht. Deshalb nehme ich hier so Foamstreifen und klebe die entlang vom Draht. Und dann können wir hier die Abdeckung lösen. Machen wir es so. So. Und dann das Ganze hier runterklappen. Ich merke, ich bin ein bisschen knapp hier vom Rücken her. Man hätte das durchaus
noch ein bisschen höher machen können. Für euch vielleicht, dass ihr hier nicht nur, was hatte ich gesagt, glaube ich, einen halben Zentimeter, dass ihr hier vielleicht sogar einen Zentimeter nehmt, dann könnt ihr es auch ein bisschen besser umklappen. Und jetzt haben wir natürlich noch die Füßchen, ne? Oder die Hufe. Die gebe ich jetzt noch so, dass es mit dem Körper quasi stimmt. Klebe ich die noch hier oben drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich auch noch oben so ein Garn quasi hinmachen, wenn ihr das irgendwo aufhängen wollt. Aber die mache ich dann mit einem Tacker fest, den ich gerade nicht hier habe. Aber eben, das macht ihr so, wie das euch am besten gefällt. Und so habt ihr euren Vorfreude-Kalender, wo ihr dann jeden Tag eine Seite abreißen könnt. Und ja, euch so noch viel mehr auf Weihnachten vorfreuen könnt. Das war es jetzt auch schon mit dem ersten Beispiel. Ein bisschen plotten, ein bisschen Papier basteln, ein bisschen Klötzchen verarbeiten. Und eben so habt ihr quasi euren eigenen Adventskalender, wo ihr da jeden Tag ein Kärtchen abreißen könnt und dann die nächste Ziffer kommt. Das ist von den Klötzchen her, der steht tatsächlich auch von alleine. Geht auch, ihr könnt es eben aufhängen, ihr könnt es irgendwo hinlegen oder ihr könnt es aufstellen, ne, wie ihr das auch gerne haben möchtet. Ich hoffe, euch hat das schon eine erste Idee gegeben, was eben da dann mit diesem Adventskalender kommt. Ich hoffe wirklich, dass ihr euch genauso darauf freut, wie ich auf diesen Adventskalender, eben wenn ihr den kaufen wollt. Den Link mache ich unten im Video rein, respektive unten in der Beschreibung. Und denkt dran, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dass ihr da ganz einfach sagt, auf welche der Kategorien ihr euch am meisten freut. Und da werde ich dann eben 2 von euch mit Zufallsprinzip raussuchen, die dann eben diesen Kalender gewinnen können. Das war es dann aber auch schon für heute. Das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video und eben auch die Idee gefallen, dass ihr da Lust habt, das selber auch nachzubasteln, dass ihr euch genauso auf den Adventskalender freut, wie ich mich drauf freue und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!